And so we're just going to start right where we left off last night. We were talking about how the building of the second temple Und wir machen genau da weiter, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Da ging es um das Bauwerk für den zweiten Tempel. and the Word of God, or the Torah, had not been in their lives for quite a long time now. Und das Wort des Gesetzes, die Torah, war eine ganze Zeit nicht vor ihren Augen gewesen, Because of captivity. wegen der Gefangenschaft. But when they heard the Torah being spoken, the Word of God, Aber als sie das Gesetz dann hörten, als ihnen die Torah vorgelesen wurde, they separated from Israel all the mixed multitude. Schieden sie die Fremdlinge von Israel ab, sie trennten sie. So once again, before they had heard the Word of God, they did not realize that they were mixed. So bevor sie das Wort Gottes gehört haben, wussten sie nicht, dass sie vermischt oder vermengt waren. Because it's always the Word of God that shows us a difference between what is clean and unclean, and righteous and unrighteous, and good and bad in our lives. Denn es ist immer das Wort Gottes, was uns zeigt, was rein und unrein, sauber und unsauber und richtig und falsch ist in unserem Leben. It goes on in the book of Jude, verse 12, Und in Judas, Vers 12 heißt es dann, in talking about these Erev Rav, or the tares that we talked about earlier. und das spricht von diesem Unkraut, von dem wir vorher schon geredet haben, It's talking about these tares, once again, mixed among the wheat. so wo das Unkraut wirklich unter den Weizen gesät ist. It says that these are spots in your feast of charity when they feast with you, feeding themselves without fear. Das sind wirklich Flecken bei euren Liebesmahlen, Feste, die ihr ohne Scheu feiert. So when they're in their feast and when they're among you, they do what they want to do. They don't have any fear of God. Wenn ihr eure Feste feiert, sind sie mitten unter euch und sie feiern mit euch, aber sie haben keine Furcht Gottes. It says that they are clouds without water. Da heißt es dann, sie sind wie Wolken ohne Wasser. Now remember, we discussed what clouds without water means. It's a Hebrew idiom. Und wir haben vorher schon darüber geredet, was das bedeutet, Wolken ohne Wasser. Das ist ein hebräischer Sprachgebrauch. You remember in Hebrew, the word for clouds casting forth the water. Und im Hebräischen bedeutet das Wort Wolke, Regen hervorzubringen, Regen runterprasseln zu lassen. The root is yara, to cast forth rain, Und die Wurzel ist Yara, das heißt Regen herunterprasseln zu lassen. which is where we get the word Torah from. Und von dem Wort bekommen wir die Torah. So once again, the purpose of the Torah is not to save you. Und nochmal, der Sinn der Tora ist nicht, euch zu erretten, People are only saved by the blood of the Lamb, weil die Menschen nur errettet werden können durch das Blut des Lammes. including the first one with Adam and Eve. Auch die ersten, von Adam und Eva angefangen. The purpose of the Torah is to bless the ground after the seed's been planted. Sondern der Grund der Tora ist, den Boden zu segnen, nachdem der Same gepflanzt wurde. But these are clouds without the water, without the casting forth of water. Und das sind aber Wolken, die kein Wasser haben, die kein Wasser hervorkommen lassen, um den Boden zu segnen. It's called in Hebrew lawlessness. Das heißt in Hebräisch Gesetzlosigkeit. Yeshua in Matthew chapter 7 said, "Depart from me, ye workers of iniquity." Und Jeschua wiederholt es in Matthäus, da sagt er, weichet von mir, ihr Gesetzlosen oder ihr Übeltäter. That is animus in the Greek, which is lawlessness. Und das ist Anemas im Griechischen und es bedeutet, ohne Gesetz zu sein. So if you will, he's saying, "Depart from me, you clouds without water." Und wenn du so willst, sagt er hier, weichet von mir, ihr Wolken ohne Wasser. Clouds without water, just puffy white things in the sky that have all the appearance of rain, but don't produce anything. Wolken ohne Wasser sind so weiße, wuschelige Dinge am Himmel, die da so rumschwirren, aber die tun so, als würden sie Wasser tragen, aber sie haben kein Wasser. He says they are carried about of winds, trees whose fruit withers. Die sind wie kahle, unfruchtbare Bäume, die verdorren. Remember how many times the Bible tells us that as the days of a tree, so are the days of my people. Die Bibel sagt ganz oft, mindestens 4-mal, so wie die Zeit der Bäume ist, so ist auch die Zeit meines Volkes. So you see, once again, people are compared to agriculture. Und hier ist wieder der Vergleich zwischen Menschen und der Landwirtschaft. They are without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Die Bäume sind ohne Frucht, 2-mal gestorben und ausgewurzelt oder mit den Wurzeln entrissen. Then it goes on in 2 Peter and teaches the same thing. There are spots and blemishes.
2. Petrus die gleiche Lehre. Da sind Schandflecken und Laster oder Runzeln. They're deceiving themselves, it says. Sie betrügen sich selbst. Then when you get to Ephesians 5, 26 and 27, here's what it says. In Epheser 5, 26 und 27 heißt es dann, It says that, speaking of the body da redet es von dem Leib, of Messiah, der Leib des Messias, it says that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. auf dass er sie heilige und hat sie gereinigt durch das Wasserbad des Wortes, That he might present it to himself a glorious church not having spot or wrinkle. auf dass er sich selber eine herrliche Gemeinde darstellt, die nicht einen Flecken oder Runzel oder etwas haben. Now, traditionally, that is taught to mean that he comes back for a bride who's spotless, does not sin, does no wrong. Von der Tradition her wird es so gelehrt, dass er wiederkommt für eine Braut, die nichts Falsches tut, die keinen Flecken mehr hat oder keinen Runzel. But I'm going to propose to you that he's coming back for a bride who's removed the spots and blemishes from among them. Und ich schlage euch aber vor, dass er zurückkommt für eine Braut, die diese Flecken und Runzel von sich entfernt hat, sich davon gereinigt hat. Because in the parable of the tares and the wheat, when the reapers come, they remove the tares first. Weil auch in dem anderen Gleichnis mit dem Weizen und dem Unkraut, da nehmen die Erntearbeiter zuerst das Unkraut raus und entfernen das. So it's not that his people, his assembly, or his church is perfect. Es ist also nicht so, dass sein Volk oder seine Gemeinde oder seine Versammlung schon perfekt wäre, It's that the tares, the spots and blemishes have been removed from their midst. sondern es heißt, dass das Unkraut, dass die Flecken und Runzeln entfernt wurden aus ihrer Mitte, Because there are tares in the midst of the wheat. weil da Unkraut mitten unter dem Weizen gesät wurde. I'm going to skip to this. This is a rabbinic commentary. Das ist wieder ein Kommentar von einem Rabbiner. Now remember, I only quote the rabbis when the rabbis agree with me. Denkt dran, ich zitiere die Rabbis überhaupt nur, wenn die mit mir völlig übereinstimmen. In other words, this is just rabbinic commentary. Also es ist ein Kommentar von einem Rabbiner. The point is that they see the same thing that we're talking about here. Der Punkt ist, dass sie wirklich das Gleiche erkannt haben, was wir auch gesehen haben durch die Zeit. They talk about something called the leaven in the dough. Die reden von der Hefe in dem Teig, das Gärmittel. Now, does that sound familiar to the writings of the New Testament? Habt ihr schon mal gehört, irgendwo im Neuen Testament? Yes, Yeshua talks about leaven in the dough as well. Jeschua lehrt auch über den Sauerteig im Teig. Only this commentary tells us who it is. The leaven in the dough is the Erev Rav. Und in diesem Kommentar wird uns gesagt, dass es das ist. Das ist dieses Erev Rav. Now remember, the Erev Rav in Hebrew, in English, as you translate, means the mixed multitude. Und Erev Rav bedeutet, wenn man es übersetzt, die vermischte Menge, oder die vermischten großen Mengen. He says the Erev Rav, or the mixed multitude, is worse than the nations of the world who kill us. Da heißt es, dieses Erev Rav, diese vermischten Mengen sind schlimmer als die Nationen der Welt, die uns töten. Now, what can be worse than death? Was kann denn schlimmer sein als Tod? Because the Erev Rav stopped Israel from performing the mitzvot. Weil das Erev Rav Israel abhält von der Durchführung des Mitzvot. The purpose of the Erev Rav, the purpose of the tares among the wheat, is to keep the wheat from producing fruit. Und Ziel und Zweck von dem Erev Rav ist es wirklich, den Weizen davon abzuhalten, seine Frucht hervorzubringen. Now, we can talk about theology all day, but the reality is growing in a garden, in a field right outside your window. Wir können den ganzen Tag lang über Theologie reden, aber das nützt uns gar nichts. Die Realität ist da draußen. Wenn man aus dem Fenster rausschaut, da kann man sehen, was wächst und wie das funktioniert. When you plant a garden, you sow seeds of fruit for your benefit to eat. Wenn du einen Garten pflanzt und du säst etwas, damit was hervorkommt, das du essen kannst, dann tust du das, damit du davon genießen und leben kannst. And when you plant tomatoes, you want to produce great big red tomatoes. Und wenn du Tomaten pflanzt, dann möchtest du, dass große, saftige, fleischige, rote Tomaten hervorkommen. When you plant an orange tree, you want to produce great big juicy oranges. Und wenn du einen Orangenbaum pflanzt, dann möchtest du, dass kräftige, saftige, tolle Orangen hervorkommen. Now remember, Yeshua said the field is the world. Und erinnert euch daran, dass Jeschua gesagt hat, das Feld ist die Welt. So the Son of Man sows the good seed, Der Sohn des Menschen sät also den guten Samen which is supposed to produce the bountiful wheat.
Und das ist das, wo die große Ernte von dem Weizen hervorkommt. Fruchtbare Weizen. An enemy comes in and sows the tares among the wheat. Und dann kommt aber ein Feind